Bock auf eine geile Bremsanlage an einem 64er. Das machen wir jetzt. Wir haben hier das Auto schon auf dem Lift. Ich kenne das schon. Es ist der Ferdinand, wo wir jetzt schon bereits ein bisschen angefangen haben. Du könntest auch da hinten schauen. Wir haben hier an diesem Auto jetzt bereits den Motor ausgebaut. Darum ist auch das Rad ein bisschen komisch von der Position her. Es hängt jetzt natürlich runter. Wir schauen jetzt an diesem Auto gerade an als nächstes, wie wir die Bremsen umbauen würden. Hier haben wir als erstes die Scheibe. Das ist eine grössere Scheibe, ein grösserer Durchmesser als Original. Ist ein Originalteil von Porsche, kommt vom Porsche Turbo. Die Bremszange, ein Neuteil, das wir hier einbauen werden, ist ein Originalteil von Porsche, eine Vierkolbenanlage, wo wir nachher, durch dass der Durchmesser grösser ist, den Adapter brauchen, der an Nachschenkel angeschraubt wird und dann da kommt die Bremszange drauf. Klötze werden wir Originale nehmen. Mit Rennbeleg hat man sicher noch eine bessere Bremswirkung, aber der Nachteil ist, die quietschen und das wollen wir eigentlich nicht, wenn wir es auf der Straße bewegen, das Auto. Das ist für die Hinterachse. Der Durchmesser der Hinterachse bleibt gleich. Wir haben hier einfach eine Gelochte. Das Gleiche gilt für die Belege. Die sind nicht gelocht, aber die sind immer noch gleich von der Dimension her. Auch original, dass wir einfach nicht so Geräusche haben, die unangenehm sind, wenn man im Alltag damit fährt. Als nächstes müssen die alten Bremsen runter. Das ist die alte Zange. Wir sehen jetzt deutlich den Unterschied. Also die neue ist grösser und hat grössere Belege drin, grössere Auflagefläche, was uns einfach eine bessere Bremse gibt. Gut. Vor allem hier ist optisch wirklich ein Unterschied. Der Durchmesser, die Auflage von der Bremsfläche und natürlich das Gelochte. Das sind also wirklich zwei Welten. Jetzt kommt die Hinterachse dran, dann machen wir das Gleiche wie vorne. Aber eigentlich, bevor wir das Rad wegnehmen, machen wir noch einen Anbauversuch mit der Seitenwand. Das ist die Verbreiterung. Das Ziel ist jetzt eigentlich, dass wir das provisorisch schnell dran machen und dann das Auto am Boden runterlassen. Weil ich will wissen, wo die Felge steht im Vergleich zu der neuen Seitenwand. Weil es gibt ja neue Felgen und dann haben wir schon mal einen Anhaltspunkt, wie breit die muss werden. Weil das Ziel ist ja nicht, dass nachher das Rad irgendwo dort drinnen im Rathaus musst suchen muss. Das soll nachher bündig da außen schön anliegen und optisch einfach einen Fall machen. Jetzt muss ich aber ganz kurz noch da hinten ein bisschen Teile wegmontieren, dass die Seitenwand angeht. Wir das einfach mal da zwischen reinfädeln. So, die ungefähre Position schnell fixieren. Wir arbeiten sonst nicht mit Klettband. Das soll also nicht bedeuten, dass wir so ein Auto zusammenbauen. Ein bisschen mehr braucht es noch. Ich glaube, so können wir etwa messen, wo wir stehen. Jetzt bei der Felgendimension geht es darum, dass man das dem angleicht, was wir dran bauen. Ganz bündig aussen, aber sicher weiter aus als vorher war. Das sind wirklich 30 mm, aber es macht sehr viel aus. Und darum werden wir da die Einpresstiefe der Felgen anpassen. Wir haben nachher eine 17 Zoll Felge. Und die Breite und die Einpresstiefe wird angepasst, dass es auf die Seitenwand stimmt. Wunderbar, that's it. Ich würde sagen, jetzt zupfen wir die hinteren Bremsen auch noch runter. Ah, übrigens, der Motor ist auch schon draussen. Da ist ein grosses Loch. Der Motor ist ausgebaut. Wir haben auch schon angefangen zu zerlegen und gewisse Teile schon aufbereiten, waschen, parat machen wieder. Und ja. Guter Schluss gewesen. Ups, ein bisschen hoch gewesen. So, ich nehme da gerade das Teil wieder weg.
Wie vorher schon erwähnt, wir haben in der Hinterachse keine Durchmesseränderung, einfach eine gelochte Scheibe. Der Sattel bleibt auch, revidieren immer ihn, Kölbe rausnehmen, Dichtungen ersetzen und neu lackieren. Als nächsten Schritt tun wir an der Vorderachse unsere Bremse anbauen. Also wir machen einen Anbauversuch. Dazu werden wir den Adapter einbauen, der nachher die Zange an die richtige Position bringt. Also der Adapter ist das Erste, was wir montieren, dass unser Sattel nachher passt. Wir montieren das. Das Auto ist jetzt auch schon ein Oldtimer. Wir tun jetzt nicht da die neuen Sachen auf die verrosteten Teile montieren. Der Ferdinand ist ein grosses Projekt, das ist eine grosse Restauration. Nach dem Anbauversuch, den wir jetzt zeigen, wird alles zerlegt, aufbereitet und neu gemacht. Neue Scheiben. Das wäre jetzt die fertige Bremse. Also mit der gelochten Scheibe und dem frisch lackierten Sattel. Natürlich im Vergleich zum Original ein riesiger Unterschied. Optisch und auch von der Performance her. Was nachher noch dazu kommt, jetzt bei diesem Umbau, der Sattel ist zwar neu und ist zwar frisch lackiert, aber je nach Farbkonzept der wird sehr wahrscheinlich noch eine andere Farbe bekommen. Also das wird sicher auch sehr nice aussehen. Am Schluss durch die Felgen durch nachher noch ein Farbakzent. Was man auch noch dazu sagen muss, wir tun das auch gerne am normalen 964 einbauen. Also es muss nicht ein Ferdinand-Projekt sein. Jeder, der einen 64er fährt, die Bremse auch cool findet und auch darauf steht, dass er bessere Rückmeldung hat, bessere Performance beim Bremsen, kann man gerne die Bremse einbauen. Es wird eingetragen von uns, es ist mit Zulassung und ist ein super Upgrade für einen 64er. Bei diesem Ferdinand, bei diesem Projekt, haben wir wie gesagt den Motor ausgebaut und schon angefangen zu zerlegen. Das können wir jetzt gerne anschauen. Hier haben wir die Anbauteile, die weg sind. Der Motorblock, der schon relativ viel weg ist. Da war das Getriebe vorher. Da ist jetzt eigentlich der Motorblock noch mit den Zylinderköpfen. Das Saugrohr war da drauf, das ist schon weg. Da vorne das Lüfterrad. Das nächste wird sein, da Ventildeckel abzunehmen, Nockwellen raus, Ketten, Zylinderköpfe und Zylinder. Und dann ist man eigentlich schon beim Motorblock. Das ist jetzt bei diesem Porsche, das sind zwei Gehäushälften. Die werden auseinandergezogen. Die Kurbelwelle kommt raus und das nächste ist nachher, die ganzen Teile zu putzen und zu überholen, wo nötig zu ersetzen. Im Moment ist das alles. Da müssen wir zuerst weiterarbeiten, bevor man da wieder mehr sieht. Das wäre es für heute. Mehr demnächst.